Mein Name ist Ulrike Siegetti. Ich kam 1996 an die Fachhochschule Salzburg, allerdings als externe Lehrende für Spanisch. Und dann ab 2004 war ich hauptbeschäftigte Mitarbeiterin, und zwar am Campus Kuchel. Und meine Aufgabe dort war auch, die Internationalisierung aufzubauen. Äh, Das war eine sehr ertragreiche Arbeit dort, und wir haben eine sehr gute Tradition von Workshops entwickelt. Und begonnen hat alles mit „Sesam, öffne dich". Das war ein internationaler Workshop, zu dem der Kollege Michael Ebner eingeladen war, nach Sofia an die University of Forestry. Und er ist dort mit Studierenden eine Woche gewesen und ist mit guter Erfahrung zurückgekommen. Wenig später wurden wir dann auch angefragt von einer finnischen Hochschule. Damals war ja jeder noch auf der Suche nach neuen Partnerschaften, ob wir nicht kooperieren könnten und ob sie nicht mit ein paar Studierenden im Frühjahr auch kommen würden. Und als das Datum näher kam, haben wir dann auch äh, einen internationalen Workshop veranstaltet. Der war relativ groß dimensioniert auch. 2010 ähm, kam auch eine ganze Delegation von 20 Personen aus der University of Pristina, vom Rektor abwärts waren äh, eben 20 Personen hier bei uns, und wir finnische Studierende und unsere internationalen Studierenden. Und der Workshop ist sehr gut verlaufen. Allerdings gegen Ende, als die Abreise anstand, brach der Vulkan aus. Das war damals 2010 im Mai der Ausbruch des isländischen Vulkans mit dem unaussprechlichen Namen, aber mit einer so großen Aschenwolke, dass der sämtliche Flugverkehr über Europa zu erliegen kam. Ja, die Finnen haben sich sofort umorganisiert, haben also neue Wege gefunden, nach Hause zu kommen, mussten allerdings um 5 Uhr in der Früh schon abreisen, und deswegen hat sich dann meine Wohnung, die ganz nahe am Bahnhof in Salzburg ist, verwandelt in ein riesen Matratzenlager für eine Gruppe finnischer Studierenden und ihre überdimensional großen Koffer. Wir haben eine Abschlusspräsentation in der Stadt gehabt mit anschließender Party. Ich habe versucht, die Party so lang wie möglich hinauszuzögern, Kollegen noch auf ein Achterl mitzunehmen in eine andere Gaststätte, weil ich gewusst habe, zu Hause herrscht reges Treiben. Und dann gegen 3 Uhr habe ich sie mit Kaffee versorgt, die finnischen Studierenden, und sie sind abgereist. Aber zur gleichen Zeit bin ich später draufgekommen, hat auch der Studiengangsleiter Alexander Petutschnig eine sicher schlaflose Nacht im Gasteinertal verbracht, denn er hat uns später gestanden, musste für die ganze Delegation aus dem Kosovo bürgen, dass die auch tatsächlich wieder abreisen. Und das war natürlich mit dem Erliegen des Flugverkehrs nicht mehr zu kontrollieren. Allerdings, die Geschichte ist gut ausgegangen. Wir haben dort ja auch sehr verlässliche Partner, und es sind alle zurückgereist. Wir haben unsere Workshop-Serie sehr erfolgreich fortgesetzt, und haben hier wirklich auch eine gute Tradition entwickelt. Das hat es unter anderem für mich auch zu einem Traumjob gemacht, in Kuchel die Internationalisierung zu betreuen.